Bildung, Landwirtschaft, Energie, Wirtschaft oder Umweltschutz. All das sind Themen der Landespolitik. Und noch viele weitere Bereiche sind durch Entscheidungen auf Landesebene geprägt. Die Rechte und Pflichten der Polizei, die Ausstattung der Universitäten oder die Rahmenbedingungen für Kindertagesstätten. Landesgesetze sind wichtig. Jeden Tag. Diese Gesetze zu gestalten, ist in Niedersachsen Aufgabe des Landtages. Doch mit welcher Berechtigung hat das Landesparlament so großen Einfluss auf unseren Alltag? Die Antwort ist, weil wir die Mitglieder des Landtages wählen. Sie sind unsere Vertreterinnen und Vertreter im Parlament. Alle 5 Jahre können wir unsere Stimme abgeben. Genauer gesagt, 2 Stimmen. Mit der ersten Stimme wählen wir eine Kandidatin oder einen Kandidaten direkt. Mit der zweiten Stimme entscheiden wir darüber, wie viele Sitze eine Partei im neu gewählten Parlament erhält. Mit der Stimmabgabe erteilen wir einem Kandidaten oder einer Kandidatin und einer Partei das Vertrauen, dass sie in den folgenden 5 Jahren für unsere Interessen und Überzeugungen im Parlament einstehen. Sich dafür einsetzen, dass ihre im Wahlkampf gemachten Vorschläge umgesetzt werden. Es ist ein Vertrauensvorschuss unter ständiger Beobachtung. Ergibt unsere Bilanz nach 5-jähriger Amtszeit, dass die von uns Gewählten nicht gut gearbeitet haben, werden wir sie nicht wiederwählen. Und die Abgeordneten verlieren vielleicht ihr Mandat. Wir entscheiden. Die Aufgabe der Abgeordneten ist nicht leicht. Sie vertreten alle Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens. Die Mitglieder des Landtages sind dem Allgemeinwohl verpflichtet. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, halten sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ständig auf dem Laufenden. Ein Gespräch mit den Medien, ein Blick in die Zeitung oder der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Nur wer möglichst viele Informationen hat, kann am Ende ausgewogene Entscheidungen treffen. Ideen, Forderungen und Vorschläge prasseln ununterbrochen auf die Volksvertreterinnen und Volksvertreter ein. Bürgerinitiativen und Vereine setzen sich für ihre Belange ein. Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände tragen ihre Interessen vor. Nicht zuletzt haben wir ganz persönlich die Möglichkeit, den Abgeordneten unsere Sorgen, Nöte und unser Lob mitzuteilen. Dafür sind sie da. Es braucht viel Zeit und Fachwissen, um all die vorgetragenen Bedürfnisse und Interessen zu bewerten, abzuwägen und daraus eine politische Haltung zu entwickeln. Deshalb ist Politik ein Vollzeitjob. Genau wie die Fliesenlegerin, der Lehrer, die Juraprofessorin oder der Altenpfleger übernehmen die Abgeordneten eine Aufgabe in unserer Gesellschaft. Dafür erhalten die Parlamentsmitglieder, wie in jedem anderen Beruf auch, ein Gehalt, die sogenannten Diäten. Als Landtagsabgeordnete habe ich die Aufgabe, bei meinen politischen Entscheidungen die Interessen aller Menschen in Niedersachsen zu vertreten. Also nicht nur derer, die die SPD gewählt haben oder meinem Wahlkreis in Hildesheim wohnen. Hier kommen also viele verschiedene Vorstellungen zusammen und diese muss ich dann eben abwägen, um gute Entscheidungen zu treffen. Ich bin schon jeden Tag von morgens bis abends Landtagsabgeordnete. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag hier im Plenarsaal sitze, sondern ich habe noch andere Sitzungen, die vor- und nachbereitet werden müssen, habe insbesondere auch Termine im Wahlkreis, wo ich mich mit Menschen austausche und natürlich sehr viel Zeit, die ich damit verbringe, dazu zu lernen, um mich weiterzubilden, damit ich die bestmögliche Entscheidung treffen kann. Ja, ich freue mich, Vertreterin des gesamten Volkes von Niedersachsen zu sein. Nicht nur für meine Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis, nicht nur für meine Partei, sondern wirklich für die Niedersächsinnen und Niedersachsen. Ich habe Lust zu gestalten und deswegen mache ich Politik. Wenn man konkret sieht, was im Land passiert, wenn man hier im Landtag etwas entscheidet, ist das eine große Freude. Meine Woche hat so 60 Stunden und geht in der Regel von montags bis samstags. Beginnt morgens mit der Zugfahrt von Göttingen nach Hannover und endet abends gegen 21 Uhr mit Terminen im Wahlkreis. All ihre Eindrücke und Überzeugungen bringen die Mitglieder des Landtages mit in die parlamentarische Arbeit. Die Abgeordneten sind ausschließlich ihrem Gewissen unterworfen. So steht es in der Verfassung. Und gleichzeitig kommt es im Parlament vor allem auf eines an: Mehrheiten.
Ohne Mehrheiten würde kein Gesetz verabschiedet werden. Das Parlament wäre wie gelähmt. Für die eigenen Überzeugungen eintreten und gleichzeitig Kompromisse eingehen. Das macht die Demokratie aus. Es ist ein ewiges Ringen. Fraktion kommt bei der Mehrheitsbildung eine wichtige Rolle zu. Parlamentsmitglieder der gleichen Partei schließen sich in Fraktionen zusammen, teilen dort Arbeit und Wissen. Innerhalb der Fraktion wird intensiv um gemeinsame Positionen für jedes politische Thema gerungen, die eine Mehrheit der Fraktionsmitglieder akzeptieren kann. Zu Beginn jeder Legislaturperiode setzt sich jede Fraktion mit ihren Mitgliedern zusammen und dort wird darüber entschieden, welche Mitglieder in welchen Fachausschüssen geschickt werden, wo die inhaltliche Arbeit stattfindet und entsprechend sind sie dann dort unsere VertreterInnen. Wenn wir uns nicht einig sind innerhalb der Fraktion bei Inhalten, bei gewissen Themen, da gilt das Mehrheitsprinzip. Sonst sind wir eigentlich auch sehr bemüht, zu einem Konsens zu kommen, um Kompromisse zu schließen, damit wir einer Meinung alle zufrieden dann auch was nach außen gemeinsam vertreten können. Die Fraktion ist die politische Heimat. Man hat dort seine Parteikollegen, man ist überwiegend einer Meinung. Und es ist unsere Denkfabrik. Wir entwickeln dort inhaltliche Positionen, aber auch Strategien und wir teilen uns die Arbeit auf. Auch in unserer Fraktion leben wir eine gute demokratische Kultur. Wir verschaffen uns zunächst einen Überblick über die Sache. Dann wird in der Diskussion das Für und Wider abgewogen und am Schluss steht die Abstimmung. Gleichwohl, bei uns in der Fraktion gibt es keinen Fraktionszwang. Ein jeder Abgeordnete ist letzten Endes seinem Gewissen verpflichtet. Eine Fraktion allein hat in der Regel noch keine Mehrheit im Parlament. Dann ist es üblich, dass sich mehrere Fraktionen, die vereinbarte politische Ziele verfolgen, zusammentun, um eine stabile Mehrheit zu bilden. Fraktionen, die gemeinsam eine Mehrheit haben, werden deshalb auch Mehrheitsfraktionen oder Regierungsfraktionen genannt. Der Parlamentsmehrheit kommt eine wichtige Rolle zu. Sie hat die nötigen Stimmen, um den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin zu wählen, Gesetze zu verabschieden oder den Landeshaushalt zu beschließen. Doch der parlamentarischen Minderheit, der Opposition, kommen ebenso unentbehrliche Aufgaben in der Demokratie zu. Sie präsentiert politische Alternativen, grenzt sich inhaltlich zu der Regierungsmehrheit ab. Weiter leistet die Opposition ihren Beitrag zur Kontrolle der Regierung. Aktuell bilden die SPD und Bündnis 90 Die Grünen eine Regierungsmehrheit. In der Opposition sind die CDU und die AfD. Die Regeln des Zusammenspiels von Parlament und Regierung sind durch die Landesverfassung festgelegt. Sie gibt vor, welche Rechte und Pflichten die Verfassungsorgane haben. Die Gewaltenteilung ist ein wichtiger Bestandteil unserer Verfassung. Sie legt fest, dass Einfluss- und Entscheidungsmöglichkeiten unter den 3 Staatsgewalten aufgeteilt werden. Der Landtag ist die gesetzgebende Gewalt. Er verabschiedet Gesetze und kontrolliert die Landesregierung. Die Landesregierung oder beispielsweise auch die Lehrerin oder der Finanzbeamte gehören zur ausführenden Gewalt. Sie trägt dafür Sorge, dass Gesetze umgesetzt und eingehalten werden. Unabhängige Richterinnen und Richter bilden die rechtsprechende Gewalt. Sie urteilt darüber, ob gegen ein Gesetz verstoßen wurde oder nicht. Höchste Vertreterin des Landtages und damit der gesetzgebenden Gewalt ist Hanna Naber von der SPD. An der Spitze der ausführenden Gewalt steht Stefan Weil als Regierungschef. Auch er ist Mitglied der SPD. Beide, Parlament und Regierung, sind berechtigt, den Gesetzgebungsprozess anzustoßen. Und auch wir, Bürgerinnen und Bürger, können den parlamentarischen Prozess in Gang bringen. Dafür gibt uns die Verfassung 3 Instrumente an die Hand. Erstens die Volksinitiative. Schaffen wir es, 70.000 Unterschriften für ein bestimmtes politisches Thema zu sammeln, ist der Landtag verpflichtet, sich damit auseinanderzusetzen. Zweitens das Volksbegehren. 10% der Wahlberechtigten können unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass der Landtag ein bestimmtes Gesetz ändert, aufhebt oder erlässt. Drittens der
Volksentscheid. Hat der Landtag einem Volksbegehren nicht innerhalb von 6 Monaten in wesentlichen Punkten zugestimmt, kann eine Mehrheit des Volkes ein entsprechendes Gesetz selbst verabschieden. Die Gesetzgebung ist eine der wichtigsten Aufgaben des Landtages. Dafür gibt es strenge Regeln. Wurde der Vorschlag für ein Gesetz in den Landtag eingebracht, beginnt das Gesetzgebungsverfahren. In der ersten Beratung diskutieren Rednerinnen und Redner aller Fraktionen die Grundzüge eines Gesetzentwurfs. Braucht es dieses Gesetz überhaupt? Was genau soll das Gesetz wie bewirken? Die grundsätzliche Debatte lässt bereits erahnen, welche Detail- und Fachfragen geklärt werden müssen. Um genau diese offenen Fragen zu klären und am Ende ein funktionsfähiges Gesetz zu verabschieden, wird der Gesetzentwurf an die Ausschüsse des Parlaments weitergeleitet. Die Zuordnung erfolgt thematisch. Die Vielzahl der Ausschüsse steht für die thematische Vielfalt von Landespolitik. So gibt es Ausschüsse zu den Themen Recht, Inneres, Haushalt und Kultus. Zu den Bereichen Wissenschaft und Kultur, Wirtschaft oder Landwirtschaft ebenso. Und auch Fragen des Sozialen, des Umweltschutzes sowie zu Bundes- und Europaangelegenheiten werden in den jeweiligen Ausschüssen bearbeitet. Die Zusammensetzung der Ausschüsse spiegelt die Mehrheitsverhältnisse des Landtages wider. Hier kommen die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker der Fraktionen zusammen, um Gesetze in all ihren Details zu bearbeiten. Ob durch berufliche Erfahrung oder lange politische Praxis. Die von den Fraktionen entsandten Abgeordneten sind Expertinnen und Experten für einen Themenbereich oder wollen es werden. Die Arbeit im Ausschuss ist besonders wichtig. Hier wird mit den Fachpolitikern über Gesetze und Entschließungsanträge gestritten. Es ist gut, wenn Leute im Ausschuss sitzen mit einem beruflichen Background. So sitze ich zum Beispiel als ehemalige Richterin und Staatsanwältin im Rechtsausschuss. Ich weiß, von was ich spreche, weil ich in der Justiz gearbeitet habe. Das kommt häufiger vor, als man denkt in den Ausschüssen. Und Expertin von vornherein oder erst später, das ist eine Frage, die kann man nur mit sowohl als auch beantworten. Man wird zur Expertin oder man ist von vornherein schon Expertin. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg, um seine Fachexpertise im Ausschuss einzubringen. In den Ausschüssen kommen wir als Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zusammen und diskutieren dort unsere Ideen, Anträge oder auch Gesetze. Zusätzlich besprechen wir das Ganze dann auch noch mal in den Arbeitskreisen der Fraktionen. Dann geht es wieder in den Ausschuss, bevor es ins Plenum geht. Natürlich habe ich einiges an Expertinnenwissen mit mir in den Landtag gebracht. Ich lerne aber jeden Tag dazu, lerne neue Perspektiven kennen und ich glaube, man kann sagen, wenn ich mit genauso viel Wissen aus dem Landtag rausgehe, wie mit dem ich reingekommen bin, dann habe ich auch einen schlechten Job gemacht. Nachdem die detaillierte Arbeit an einem Gesetz oft nach vielen langen Sitzungen abgeschlossen ist, gibt der Ausschuss den Gesetzentwurf mit seinen eingearbeiteten fachpolitischen Empfehlungen zurück ins Plenum. Ja, die fachliche Arbeit findet vornehmlich in den Ausschüssen statt. Doch entschieden wird im Plenum. Ist die Ausschussarbeit abgeschlossen, kommt es zum Höhepunkt der parlamentarischen Auseinandersetzung, der Abschlussdebatte. Hier präsentieren die sogenannten Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Ausschüsse die erarbeiteten Empfehlungen für das Parlament. Die Entscheidungshilfe kann vielfältig ausfallen. Es kann empfohlen werden, den eingebrachten Gesetzentwurf unverändert oder mit bestimmten Änderungen anzunehmen, ihn abzulehnen oder für erledigt zu erklären. Das Parlament diskutiert dann über die Einzelheiten des Gesetzes, um schließlich über ein Gesamtpaket abzustimmen. Obwohl es doch die letzte große Hürde für ein Gesetzesvorhaben ist, scheinen viele Abgeordnete auffällig unaufmerksam, während die Rednerinnen und Redner außergewöhnlich hart argumentieren. Dieser vermeintliche Gegensatz hat gute Gründe. Inhaltlich wurden alle Fraktionen bereits durch ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Ausschüssen umfassend informiert. Die Parlamentsmitglieder kennen schon die Argumente, die zur Beschlussempfehlung führten. Nun ist es an den Vortragenden, der Öffentlichkeit, also uns, den Bürgerinnen und Bürgern, zu präsentieren, welche Argumente wofür sprechen. Grundsätzlich geht es darum, die verschiedenen Meinungen sichtbar zu machen. Außerdem möchte ich als Abgeordneter für meinen Standpunkt werben. Eine mitreißende Rede mit Humor,
mit Verve, mit vielleicht auch einer Spitze, aber auch Originalität, bleibt im Gedächtnis. Und das erleben wir auch nur in der Demokratie. Ein jeder Abgeordneter ist gewählt, eine bestimmte Meinung zu vertreten. Und im Plenum treffen oft diametral unterschiedliche Meinungen aufeinander. Es ist nur menschlich, dass es dort manchmal auch hoch hergeht. In einer Mediendemokratie gehört außerdem ein bestimmtes Sendungsbewusstsein dazu, denn das Gesagte geht ja weit über den Plenarsaal hinaus. Innerhalb des Parlaments hier haben wir immer einen sehr netten, freundlichen Umgang miteinander, was auch wichtig ist. Aber ich liebe es, wenn wir Plenum haben, denn in den Debatten ist es die Möglichkeit für uns als Fraktionen, eben die Unterschiede in den Positionen den BürgerInnen näher darzulegen. Und das ist eine großartige Sache, denn wir sind unterschiedliche Parteien, die durchaus unterschiedliche Positionen haben. Und das muss den BürgerInnen dann auch entsprechend erläutert und verständlich gebracht werden. Politik findet nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern im Lichte der Öffentlichkeit. Plenarsitzungen sind immer öffentlich. Ausschusssitzungen in der Regel ebenso. Aber klar ist auch, nicht jeder hat die Zeit, stundenlang politische Debatten zu verfolgen, kann das Für und Wider eines Gesetzes gleich einschätzen. Das übernehmen die Medien für uns. Sie sammeln und verteilen Informationen, ordnen ein, kommentieren. Sie schauen den Abgeordneten stellvertretend für uns auf die Finger, rund um die Uhr. Eine ganz besondere Rolle kommt dabei der Landespressekonferenz zu. Mehrmals die Woche löchern hier die Journalistinnen und Journalisten die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien und des Landtages mit allen erdenklichen Fragen. Ob klassische Medien oder soziale Netzwerke. Die Abgeordneten selbst nutzen viele Möglichkeiten der Kommunikation. Zugegeben, die Verfahren, die unterschiedlichen Gremien, all das ist kompliziert, wirkt manchmal etwas zäh und träge. Aber strikte Regeln sorgen zum einen dafür, dass die parlamentarische Arbeit nachvollziehbar ist. Zum anderen garantieren sie, dass der Wählerwille sich im Großen wie im Kleinen wiederfindet. Ein Beispiel ist die Redezeit der einzelnen Fraktionen, die von ihrer Größe abhängt. Über die Einhaltung der Regeln wacht die Landtagspräsidentin. Sie leitet mit Unterstützung des Präsidiums die Plenarsitzungen. Die Präsidentin hat dafür zu sorgen, dass zwar hart in der Sache, aber ohne persönliche Angriffe debattiert wird. Meine Aufgaben als Landtagspräsidentin sind sehr vielfältig. In der Öffentlichkeit trete ich vor allem in der Leitung der Plenarsitzungen in Erscheinung. Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Präsidiums sorge ich dafür, dass in allen Debatten die parlamentarischen Spielregeln eingehalten werden. Ganz wichtig, dabei handle ich immer überparteilich. Als Präsidentin bin ich darüber hinaus die Chefin der Landtagsverwaltung. Die Mitarbeitenden der Verwaltung sorgen dafür, dass die gewählten Abgeordneten bestmöglich ihre Arbeit verrichten können, dass der Sitzungsbetrieb reibungslos läuft und dafür, dass den Menschen in Niedersachsen die Arbeit ihres Landtages zugänglich gemacht wird. Auch wenn sie nicht perfekt ist, unsere Demokratie ist das Beste, was wir haben. Heute jedoch steht sie sehr unter Druck. Ich sehe es als meine Aufgabe an, für unsere Demokratie unermüdlich zu werben und sie noch nahbarer zu machen. Der Landtag ist der zentrale Ort der niedersächsischen Demokratie, aber er ist vor allem das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Denn Demokratie ist darauf angewiesen, dass sich jede und jeder einbringt und mitdiskutiert. Nach einem langen und intensiven Prozess ist es geschafft. Das Gesetz ist fertig. Endlich. Nun ist es die Aufgabe der Ministerien und der weiteren Verwaltung, diese auszuführen. Aus Paragraphen Wirklichkeit zu machen. Nichts ist perfekt.
Das gilt auch für Gesetze. Bleibt trotz der Sorgfalt des Parlaments und der Regierung immer noch ein Problem ungelöst, steht uns Bürgerinnen und Bürgern ein weiteres Instrument zur Verfügung, ganz unabhängig von der nächsten Wahl: die Petition. Jedem steht das Recht zu, sich mit Bitten und Beschwerden schriftlich an den Landtag zu wenden. Ob Wahl, Petition oder Volksabstimmung, es liegt in unseren Händen.